In diesem Video erkunden wir die Ruine der Burg Rodenstein, verborgen zwischen den Hügeln und Bäumen des Odenwalds. Die Hangburg entstand als Trutzburg gegen den wachsenden Einfluss der Herren von Erbach und ihrer Burg Reichenberg. Doch berühmt wurde Rodenstein vor allem als Ort dunkler Legenden. 1635 starb Adam von Rodenstein mit seiner Familie auf der Burg. Bald berichteten Menschen von Geräuschen in der Nacht. Hufschläge, Hundegebell, Wagenrollen und Stimmen, getragen vom Wind. Wenn Krieg droht, so erzählt man, zieht hier das wilde Heer des Rodensteiners vorbei. Begleitet uns durch die Geschichte der Burg und auf den Spuren einer Legende, die bis heute durch diese Landschaft reitet. Die Ruine ist gut erreichbar. Parken kann man am Hofgut Rodenstein, direkt nahe der Burgruine. Schöner ist der Weg vom Naturpark-Parkplatz Rodenstein. Von dort führt ein kurzer Weg mit Schautafeln zu Sagen und Geschichte zur Ruine. Während des 13. Jahrhunderts bauten die Grafen von Katzenelnbogen ihre Macht in Südhessen weiter aus. Ihre Obergrafschaft reichte von Darmstadt über Rheinheim und Lichtenberg bis an die Bergstraße. Doch zur selben Zeit gewannen auch die Herren von Erbach an Einfluss und genau daraus entstand eine neue Konkurrenz. Der Aufstieg der Herren von Erbach begann nicht mit einer großen Grafschaft, sondern mit Dienst und Verwaltung. Als Ministeriale und Vögte nutzten sie alte Rechte des Klosters Lorsch, förderten Rodungen, gründeten Siedlungen und bauten ihren Einfluss Schritt für Schritt aus. Später wurden sie Schenken der Pfalzgrafen bei Rhein, ein erbliches Hofamt, das ihnen Rang und politische Nähe verschaffte. Besonders wichtig wurde ihre Burg Reichenberg bei Reichelsheim. Von dort aus konnten die Erbacher ihren Einfluss entlang des Kasprenztals festigen. Für die Grafen von Katzenelnbogen wurde genau das zur Herausforderung. Denn je stärker Erbach wurde, desto mehr geriet das eigene Machtgefüge des Odenwalds unter Druck. Rodenstein wurde deshalb wohl um 1240 als Gegenpol zu Reichenberg errichtet, als eine Trutzburg an der Grenze zwischen zwei Herrschaftsräumen. Von Burg Rodenstein aus konnten Wege, Rechte und Besitzungen gesichert werden. Vor allem aber war Rodenstein ein sichtbares Zeichen. Bis hierher reichte der Anspruch der Katzenelnbogener und ihrer Verbündeten. Die erste Anlage war noch vergleichsweise schlicht. Eine rechteckige Kernburg mit abgerundeten Ecken, geschützt durch Ringmauer, Zwinger und Halsgraben. Einen klassischen Bergfried besaß Rodenstein nicht. Diese Aufgabe übernahm wohl der hohe Wohnbau, der sogenannte Steinerne Stock. Auf der gefährdeten Bergseite wurde die Mauer besonders stark ausgeführt und diente dort als Schildmauer. Vom Steinernen Stock sind heute noch Mauerreste und Fundamente sichtbar. Zwischen dem älteren Palas und dem Steinernen Stock lag einst der Burghof mit dem Brunnen. Später kamen Tore, Türme, zusätzliche Zwinger und eine Geschützbastion hinzu. Aus der Trutzburg wurde nach und nach ein ausgebauter Herrensitz. Erbaut wurde Rodenstein von einer Linie der Herren von Krumbach. Sie saßen bereits bei Fränkisch Krumbach und gehörten zum regionalen Niederadel. Mit der neuen Burg entstand auch ein neuer Name, die Herren von Rodenstein. Seit 1256 treten Rudolf und Friedrich erstmals als von Rodenstein auf. Über Jahrhunderte blieb die Burg Herrensitz, Besitzzeichen und Machtstützpunkt dieser Familie. Sie wurde erweitert, umgebaut und stärker auf Wohnen und Repräsentation ausgerichtet. Doch die alte Rolle als Trutzburg verlor nach und nach an Bedeutung. Die Grafen von Katzenelnbogen starben 1479 aus. Ihre Besitzungen fielen an Hessen. Auch Feuerwaffen und neue Herrschaftsformen
veränderten die Funktion vieler Burgen. Obwohl Bauernkrieg und 30-jähriger Krieg viele Orte erschütterten, sind für Rodenstein keine gesicherten Kampfhandlungen belegt. Das Ende der Burg kam leiser. Als der schwarze Tod den Odenwald erreichte, starb Adam von Rodenstein mit seiner Familie an der Pest. Das geschah 1635. Danach blieb Rodenstein ohne dauerhafte Bewohner zurück. Da die ursprüngliche Aufgabe der Burg längst an Bedeutung verloren hatte, begann der langsame Verfall. Später wurde Rodenstein auch als Steinbruch genutzt. Mauerwerk und Gebälk wurden abgetragen und anderswo wiederverwendet. Und wie es sich für eine verlassene Burg gehört, blieb auch Rodenstein nicht ohne Schatzsage. Nach dem Pesttod der von Rodenstein, als Türen verschlossen blieben und die Mauern langsam verfielen, begannen Gerüchte durch den Odenwald zu ziehen. Vielleicht, so erzählte man sich, seien in der Ruine noch Reichtümer verborgen. Doch wer danach suchte, fand nicht nur alte Steine. Einer Sage nach wird der Schatz von unheimlichen Wesen bewacht, von feuerspeienden Katzen tief zwischen den Mauern. Tatsächlich aber verschwand der Besitz der Rodensteiner nicht einfach zwischen alten Mauern, Gerüchten und Schatzsagen. Nach Adams Tod wurde das Erbe aufgeteilt. Ein Teil gelangte über seine Schwester an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Andere Anteile wurden weitervererbt, verkauft oder durch Heirat an neue Familien gebunden. Der Besitz wechselte die Hände. Doch die Burg selbst blieb ohne dauerhaften Bewohner zurück und wurde langsam zur Ruine. Die bekannteste Legende rund um Rodenstein ist die Sage vom wilden Heer. Wenn Krieg drohte, so erzählte man sich, zog ein geisterhafter Zug durch den Odenwald. Man sah ihn kaum, doch man hörte ihn. Hufschläge, Hundegebell, Wagenrollen, Trompeten und Stimmen aus der Dunkelheit. Angeführt wurde dieses wilde Heer vom Rodensteiner. Sein Erscheinen galt als Warnung. Zog er mit seinem Heer zur Burg Rodenstein, sollte Krieg bevorstehen. Kehrte der Zug zurück, kündigte das den Frieden an. Die Menschen glaubten, der Rodensteiner sei dazu verdammt, die Lebenden vor kommendem Unheil zu warnen. Der Sage nach hatte er seine schwangere Frau trotz ihrer Bitten verlassen, um erneut zu kämpfen. Als sie während des Kindbetts starb, verfluchte sie ihn und machte ihn so zum ruhelosen Warner vor Krieg und Unheil. In manchen Varianten wird die Geschichte auch noch düsterer erzählt. Historisch betrachtet ist diese Sage über Jahrhunderte gewachsen. Ursprünglich stand wohl nicht Rodenstein, sondern der Schnellertsberg stärker an ihrem Anfang. Dort hauste der sogenannte Schnellertsgeist. Bei drohendem Krieg sollte er mit seinem wilden Heer vom Schnellertsberg durch die Nacht über die Orte der Gegend zur Burg Rodenstein ziehen. Während des 18. Jahrhunderts wurden solche Berichte sogar schriftlich festgehalten in den Reichenberger Protokollen. Später verschob sich die Sage immer stärker auf Rodenstein. Die eindrucksvolle Ruine, die Grabmäler der Rodensteiner und die Erinnerung an das ausgestorbene Geschlecht machten aus dem alten Schnellertsgeist nach und nach den Rodensteiner. So wurde aus einer regionalen Spukerzählung eine der bekanntesten Sagen des Odenwalds. Auch die Literatur trug dazu bei. Der Dichter von Scheffel kam als Student nach Rodenstein, griff die Sage vom wilden Heer auf und half mit, dass der Rodensteiner weit über den Odenwald hinaus bekannt wurde. Heute ist Rodenstein ein lohnendes Ziel für alle, die alte Mauern, Waldwege und dunkle Sagen lieben. Zwischen den Resten der Burg lässt sich gut erahnen, warum dieser Ort zur Sagenburg des Odenwalds wurde. Wer Ruine Rodenstein besucht, sollte sich Zeit nehmen. Für die Ruine, für die Wege ringsum und für den kleinen Fallbach-Wasserfall ganz in der Nähe. Direkt an der Ruine lädt das Hofgut Rodenstein zur Einkehr ein. So bleibt Rodenstein ein Ort zwischen Geschichte, Natur und Legende. Und vielleicht hört man bei genug Wind sogar noch einen Hufschlag aus der Ferne.
Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.